Vom sehenswerten großen St. Bernhard-Pass geht es mit spaßiger Kraxelei auf den Pointe de Trône, zu grandiosem Panorama auf die Mont Blanc-Gruppe und diverse 4000er. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's! Von der Passhöhe des großen St. Bernhard auf 2469 Meter starten wir unsere Wanderung auf den Pointe de Trône. Zunächst geht es auf einfachem Bergwege in Richtung eines Vorgipfels, der Grand Chenalet. Nach den ersten gut 200 Höhenmetern erreichen wir ein kleines Zwischenplateau mit Schweizer Fahne, was einmal die Bergstation einer kleinen Seilbahn war. Hier endet der einfachere, rot-weiß markierte Bergwanderweg und es geht auf blau-weißem Alpinwanderweg weiter, was bei unserer heutigen Tour bedeutet, dass nun einige Kletterstellen auf uns warten. Auf dem sehr gut mit Ketten und Leitern gesicherten Steig geht es an die letzten gut 100 Höhenmeter Richtung Grand Chenalet. Diese Tour wurde übrigens maßgebend inspiriert vom empfehlenswerten Roter Wanderführer Aostatal. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach einer guten Stunde Gehzeit und 400 Höhenmetern erreichen wir den 2889 Meter hohen Gipfel der Grand Chenalet. Von hier aus geht es bei leichtem Auf und Ab in Richtung des Gipfelziels Pointe de Trône. Natürlich entspricht nicht alles, was ihr hier seht, der Lehrmeinung. Die folgende Passage des geschätzten Kollegen provoziert praktisch den Satz: Gesicht an Wand, Orschens Land, den ich einmal in einer ähnlichen Situation von einem bayerischen Bergführer gehört habe. Einwandfrei. Ab der stillgelegten Seilbahnstation verläuft unsere Route übrigens mehr oder weniger genau auf der Staatsgrenze zwischen Italien und der Schweiz, genauer gesagt zwischen der Region Aostatal und dem Kanton Wallis. Nach gut 1,5 Stunden Gehzeit stehen wir auch schon auf dem 2950 Meter hohen Gipfel des Pointe de Trône. Das grandiose Gipfelpanorama schweift vom monumentalen Mont Blanc Massiv im Westen über den Gran Paradiso im Süden, dem Grand Corbin im Osten, wieder zurück zum Mont Blanc. Natürlich wartet auch wieder hier ein gebührender Gipfelschluck, heute im Flachmann, Grappa aus dem Aostatal, zum Wohl. Der Abstieg von dem Pointe de Trône beginnt mit einem steilen Teilstück über den Westgrat. Hier gibt es wieder einige Stellen, bei denen man die Hände bzw. die solide installierten Ketten zur Hilfe nimmt. Nach unserem Urlaub im Aostatal lag diese Tour übrigens sehr verkehrsgünstig auf dem Heimweg am großen St. Bernhard-Pass. Ein weiterer Vorteil ist, dass man dadurch die Fahrt durch den Tunnel vermeidet, der mit 32 € für einen Pkw aus unserer Sicht relativ teuer ist. Nach gut 250 Höhenmetern im Abstieg entlang des Grates gelangen wir am Fenêtre d'Ornault zu einem Wegweiser, der den Weg zu den schönen Bergseen Lac de Fenêtre weist. Da wir aber nur eine Halbtagestour heute auf dem Programm haben, führt unsere Route direkt zurück zum St. Bernhard-Pass. Der Pfad, dem wir nun folgen, besitzt neben den inoffiziellen Steinmännchen keine offizielle Markierung, ist aber grundsätzlich sehr gut zu gehen. Kurz vor dem St. Bernhard-Pass warten noch einmal einzelne seilgesicherte Stellen dabei. Kurz danach erreichen wir auch schon die Passhöhe mit Blick auf die Statue des heiligen Bernhard. Sehenswert am Pass ist auf jeden Fall auch das Museum, in dem man die berühmten Bernhardinerhunde zu Gesicht bekommt, aber auch einiges über die interessante Geschichte des Passes erfährt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, schaut gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein. Unter anderem könnt ihr dort weitere interessante Videos aus dem Aostatal entdecken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.